Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute die Schlossruine Schrattenberg zeigen in der Steiermark und welche weltpolitischen Gäste dieses Schloss mal beherbergte. Wenn dich die Geschichte interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Hoch über der steirischen Landschaft, verborgen zwischen Wäldern und Hügeln, liegen die stillen Überreste eines einst prachtvollen Schlosses. Die Schlossruine Schrattenberg. Heute ein Ort der Ruhe, doch einst ein Zentrum von Macht, Adel und europäischer Geschichte. Die Geschichte beginnt im 12. Jahrhundert. Im Jahr 1144 wird hier erstmals ein Wehrbau erwähnt. Besitzer war ein Adeliger namens Randolph. Herr über eine kleine, aber strategisch bedeutende Anlage. Schon wenige Jahrzehnte später erscheinen neue Namen in den Urkunden. Bernhard und Schandeloch, Angehöriger der Herren von Schrattenberg. Doch ihr Geschlecht verschwindet gegen Ende des Jahrhunderts aus der Geschichte. Und mit ihm beginnt eine Zeit des Wandels. Die Burg fällt an die mächtigen Liechtensteiner. Sie setzten die Familie Teuffenbach als Verwalter ein. Schrattenberg bleibt eine Wehrburg. Gebaut für Verteidigung, nicht für Komfort. Im 14. Jahrhundert gelangte die Anlage in den Besitz der Familie Grimm. Kurz darauf folgte ein ungewöhnlicher Besitzer, das Stift St. Lamprecht. Bis 1451 verwaltete das Kloster die Burg, ein Zeichen der starken kirchlichen Macht im Mittelalter. Nach 1451 übernimmt Ernst Brünker den Besitz. Die Zeiten ändern sich. Burgen verlieren ihre militärische Bedeutung. Adelige wünschen sich nun Wohnkomfort, Repräsentation und Prestige. Mehrere Besitzer folgten einander, darunter die protestantische Familie Jöpstl und später Karl Jotter. Doch die größte Veränderung steht noch bevor.
Im Jahr 1680 kaufte Viktor Jakob Freiherr von Brandeck das Gut Schrattenberg. Seine Vision ist gewaltig. Die alte Burg wird abgetragen und innerhalb weniger Jahre entsteht ein prachtvolles Barockschloss. Bis etwa 1685 wächst hier eine der bedeutendsten Anlagen der Region. Ein großer Vierflügelbau, 4 Ecktürme, ein Arkadenhof mit toskanischen Säulen und ein Wassergraben als repräsentatives Element. Schrattenberg wird vom Wehrbau zur Residenz des Adels. Doch Pracht hatte ihren Preis. Die Baukosten treibten die Familie in schwere Schulden. Im Jahr 1694 vererbt Brandeck das Schloss an seine Töchter, Eva Rosina Gräfin Steinbeis und Maria Viktorie Freien unverzagt. Nur 10 Jahre später muss der Besitz verkauft werden. Neuer Eigentümer wird Fürst Ferdinand von Schwarzenberg. Eine Familie, deren Namen bis heute mit Schrattenberg verbunden bleibt. Im 18. Jahrhundert erlebte das Schloss seine wohl bedeutendste Zeit. Hohe Gäste reisten an. Kaiser Joseph II. Gleich zweimal, 1760 und 1782, Prinz Alexander von Lothringen im Jahr 1765 und Erzherzogin Maria Carolina, bekannte Gegnerin von Napoleon, 1788. Doch der berühmteste Besucher folgte bald. Im April 1797 zieht Napoleon Bonaparte hier ein. 4 Tage lang diente Schrattenberg als Hauptquartier seiner Armee. Nur 2 Jahre später logierte auch der russische Feldmarschall Alexander Suwarow im Schloss. Ein abgelegener Ort wird plötzlich Teil europäischer Weltpolitik. Im 20. Jahrhundert verliert das Schloss seine adelige Funktion. Es wird zeitweise zur Hotelpension. Später zum Lazarett im Ersten Weltkrieg. Dann der Wendepunkt. Am 28. August 1915 bricht während Renovierungsarbeiten ein Brand aus. Flammen erfassten das Gebäude, Dächer stürzten ein. Kunstwerke gehen verloren. Das Schloss wird nahezu vollständig zerstört. Ein Wiederaufbau erfolgte nie. Schrattenberg wird zur Ruine. Doch die Geschichte endet nicht im Feuer. Heute ist Schrattenberg ein Ort der Kunst und Begegnung. Im ehemaligen Verwaltungshaus arbeiten internationale Künstler. Im Projekt Hotel Puppig, wo einst Adel residierte, entsteht heute neue Kreativität.
Fast 9 Jahrhunderte Geschichte, verdichtet in wenigen Mauern. Von der mittelalterlichen Burg zum barocken Prunkschloss, zur stillen Ruine unserer Zeit. Schrattenberg erinnert uns daran: Macht vergeht, Stein zerfällt, doch Geschichten bleiben. Ja, das war das Video über das Schlossruine Schrattenberg in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also, ciao.